Der Porsche 911 Carrera S, ja, in einer besonderen Farbe. Es ist grün, hast du mir eben gesagt. Und ich habe gesagt, nee, der ist grau. Und er sagte, nein, der ist grün. Das ist Avent Turin grün. Genau. Und wenn man genau hinguckt, es ist, naja, ich überlasse es mal dir. Hier ist Michael Theisen. Grüß dich, Michael. Servus Sven, grüß dich, hi. Ja, Avent Turin Metallic. Also es ist ein Grauton in grün. Genau. Kann man das so sagen? Es ist grau, braun, grün. Also man kann sagen, man mischt ein bisschen grün in dieses Sachat-Grau, was wir anbieten. Das ist eine aufgelebte Farbe, keine neue Farbe. Also auch die Porsche-Modelle der 70er, 80er gab es in diesem Farbton. Ich hoffe, es kommt rüber. Es ist ein wahnsinnig geiles, wenn ich das sagen darf, Auto, so wie er hier steht. Eben mal was ganz Besonderes, weil schwarz, weiß, grau, so wie die meisten sind, Kreide kommt jetzt noch ziemlich viel oder ist schon ziemlich viel gekommen, eine Farbe, die wir seit guten 2 Jahren jetzt haben. Dieses Audi-Grau oder was meinst du? Es gibt auch von Audi eine Farbe, die ist allerdings etwas dunkler, genau, aber nee, da wurde so von Audi. Genau, da war das so berühmt. Da ist es entstanden oder die haben diesen Trend mal nochmal gesetzt. Ja. Aber ich finde das hier eine Augenweide, also so kann man es sagen. Ist das neue Modell, der kam wann raus, genau. Der neue? 992 kam Dezember jetzt raus, vergangenen Jahres. Und Dezember 2019. Genau. So, der 992, hier vorne steht er. Das Besondere ist das Pausezeichen, das habe ich gelernt von dir. Ja. Das ist also kein... ich sag mal, keine 2 oder so irgendwas, die da ist, sondern es ist ein stilisiertes Pausesymbol, wie man es kennt vom Kassettenrekorder. Genau, diese Pausentaste, ne, mit den 2 Strichen, richtig. So ist sie dargestellt. Auch Porsche sagt, ein Porsche steht nicht, der macht höchstens mal Pause. Ne? Sehr schön, ja. Die Fahrzeuge haben mittlerweile alle den breiten Radkasten, den es damals beim Vierradgetriebenen gab. Hat der hier Vierrad? Richtig, also ein Vierrad hat er hier jetzt nicht, das ist ein ganz normaler S, er ist aber so breit jetzt wie der Vierradler. Also das heißt, zwischen 2 und Vierradantrieb ist nicht mehr wie früher ein Karosserieunterschied, die sind jetzt alle gleich breit. Der Turbo S natürlich, der ist nochmal etwas breiter, wie jetzt die S-Modelle oder 4S-Modelle. Vorne ist er ein gutes Stück gewachsen, also vorne ist er... hat er über 10 cm zugelegt, wo er breiter geworden ist und lässt ihn richtig bullig da stehen. Das sehen wir nachher bestimmt noch. Ja, ganz neu jetzt auch Mischbereifung. Das gab es ja vorher auch noch nie. Er ist hinten breiter wie vorne. Größer. Genau, also Mischzollbereifung, richtig, ja. Genau. Also das war vorher nicht der Fall. Also Mischbereifung war immer schon, aber die Mischzollbereifung, also 18, 19, 19, 20 oder 20, 21, hat immer die größere Felge jetzt auf der Hinterachse. Ja. Kenne ich vom Mountainbike. Da ist allerdings vorne das Rad, was da ist. So, gehen wir mal ganz kurz auf nochmal die CO2-Effizienz. Hier vorne ist sie. Die hat CO2-Effizienzklasse F. Allerdings kann man das Fahrzeug definitiv kombiniert mit rund 9 Litern fahren. Denn was viele nicht wissen ist, ich hatte ja selber mal einen 911er, als ich den Leuten erzählt hatte, bei meinem, den kann ich fahren mit 7,5 Liter, haben die mich ausgelacht und haben gesagt, naja, wenn du 90 konstant, nee, stimmt gar nicht. Also der war sehr sparsam, die sind sparsam und wenn der hier mit 9 Litern steht, das ist WLTP? Genau, das ist WLTP und das ist wirklich machbar, da sind unsere Kunden echt erstaunt auch immer drüber im Alltag, dass du diese Werte erreichst. Ich hatte letztes Jahr auch eine Bergtour mit so einem Fahrzeug gemacht und ich bin nicht über die 10 Liter gekommen und das ist echt wirklich für so ein Auto sensationell. Und wie du sagst, unten auch diese CO2 mit der Effizienzklasse F. Hier unten ist eine wichtige Zahl. Was kostet mich das Fahrzeug im Jahr? 326 € Steuern. Genau, 326 € Steuern. Und was aber noch viel wichtiger ist, er hat 205 Gramm pro Kilometer. Das bedeutet also, er ist jetzt keine Schleuder, keine CO2-Schleuder, sondern es liegt so, wenn ich das sehe, bei entsprechenden Berichten, die ich gesehen habe über ältere Diesel, die sie dann mal getestet haben, von welchem Hersteller auch immer, die lagen dann so bei 800, 900. Das ist fast ein Supersportwagen, muss man sagen, der 205 Gramm pro Kilometer ausstößt. Das ist ein Supersportwagen und die Effizienzklasse,
dieses Bild da unten kennst du vom Kühlschrank. Und da wäre es natürlich schlecht, wenn wir jetzt hier vor einer Tiefkühltruhe stehen. Ja? Aber es ist emotional was ganz anderes. Es ist ein Fahrzeug. Da lässt sich das da natürlich nicht verhindern. Aber für uns sind 2 Sachen wichtig. Egal, was es hier für ein Bild ist. Was zahlen wir im Jahr? Das ist super interessant. Und Verbrauch, sagen wir mal, um die max 10 Liter. Da hast du jede Menge Fahrspaß mit. Ja, das ist nämlich auch wichtig zu sagen. Das heißt, wir haben hier keinen Benzinfresser, sondern das Fahrzeug lässt sich wirklich bewegen, wenn man es sogar möchte, unter 8,9. Also wenn man wirklich sehr sparsam fahren möchte. Aber ich zeige euch mal noch was. Hier vorne steht was. Das ist ja auch neu auf den Markt gekommen. Das heißt, das Bekenntnis zum Thema Elektrik. Da werden wir auch gleich nochmal ein Video drüber drehen. Das zeige ich euch auch mal. Denn das Auto hat auch ein Schildchen. Und da ist A+. Haha, ich habe es vermutet, aber es ist wirklich so. Da steht A+. Und da habe ich natürlich 0 Gramm, beziehungsweise ich habe 26,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, die hier da sind. Sollen wir mal gucken, dass wir es richtig lesen können. Da fehlt also noch nicht der Preis da unten bei der der Preis, sondern da gibt es keine. Da gibt es keine, aber der Preis hier 214.000 Euro und 299 kostet das Fahrzeug. Wir sind jetzt beim 911er. Das hat Porsche jetzt auch. Das heißt, das Thema Elektro, wie ist das eigentlich angekommen? Also wir sind nach wie vor ja schon lange als Elektro mit Hybrid, also Benzin und Elektro unterwegs. Jetzt neu, rein elektrisch, der Taycan, der viertürige 11er im Elektrobereich, kommt sehr, sehr gut an. Kommt sehr gut an. Ganz neues Konzept. Also man hätte ja auch einen 11er elektrisieren können, aber man hat eigentlich direkt mal gesagt, was hat der Wettbewerber gemacht? Der hat auch einen Viertürer rausgebracht, familientauglich. Du lachst, warte, ich zeig mal das Grinsen. Du selber hast Kinder? Ja, natürlich. Ja. Die sind auch jetzt groß mittlerweile schon. Passen die noch in den 11er? Beide gehen noch rein, ja, Gott sei Dank. Du kannst ja ab und zu auch mal einen 11er ausleihen, so ist es. Du fährst im Moment was? Ja, ich habe einen Macan im Moment, den ich fahre. Ja. Das ist gut. Also Porsche bietet ja für alle Möglichkeiten das richtige Auto mittlerweile. Genau. Gut, sie haben noch keinen Lieferwagen, muss man sagen. Den fahrt ihr, glaube ich, von Volkswagen im Moment, ja. Da haben wir einen aus unserer Gruppe genommen, genau. Wir haben ja auch Volkswagen hier in der Gruppe und da kommen wir da nicht drum rum, für mal eine Stoßstange oder was mal nachlackiert werden muss, zu transportieren. Aber ansonsten, glaube ich, bieten wir für die emotionale Ebene abzudecken eines Menschen alle Fahrzeuge an, die du dafür brauchst. Ich zeig mal gerade. Also hier oben haben wir Tageslicht, da ist es ganz hilfreich, denn jetzt sieht man das Grün ganz gut. Gut, kommen wir auf die Werte. Jawohl. Was ist denn das für eine Felge? Also das ist jetzt ein Klassikrad von Porsche, eine Klassikfelge. Und hier sind wir in der Dimension 2021 unterwegs. Du hast jetzt hier den S, der generell schon eine größere Felge drauf hat, nicht die Felge hier. Also das ist eine Nummer kleiner. Das hier ist jetzt eine Sonderausstattung schon. Aggregat 450 PS. 450 PS. Beschleunigungswerte, ich denke mir, in Zeiten von Elektro wurde ja vieles in Schatten gestellt, aber der ist schnell unterwegs. Wie beschleunigt er, wenn man will? Der Elektro stellt natürlich schon alles in den Schatten rein, weil der beschleunigt unter 3 Sekunden, das weiße Teil, was wir da vorne gesehen haben, unser Taycan. Aber der hier ist unter 4 Sekunden immer noch und das ist ein sensationell guter Wert. Ganz viele rasen ja gar nicht mit dem Auto, sondern das ist ja ein Auto, wenn ich das möchte. Hat der auch einen Klappenauspuff hier? Genau, die Klappenauspuffanlage ist verbaut. Wie du sagst, also viele rasen nicht damit. Nein, man testet natürlich mal, was kann er. Das ist wie mit allem, wenn es neu ist. Das wird auch dann begeistern, aber irgendwann kommt so ein bisschen die Ruhe rein und vor allem der Genuss. Und das ist natürlich schön. Wie gesagt, auch wenn man mal eine Etappe fährt in den Urlaub oder auch mal 1000 Kilometer am Tag, was gar kein Problem ist, da genießt du das Auto mehr. Kann ich bestätigen. Man kommt sogar im 11er ganz erholt an. Mittlerweile sogar noch erholter, muss man sagen, weil die natürlich im Innenraum Abdämmung, da wird es von Mal zu Mal immer leiser. Ist schon fast beängstigend, wie leise man denn machen kann, wenn man das will. Also wenn ich natürlich das Radio ausmache und Klappenauspuff aus und so weiter und dann fahre ich auf der Autobahn Straßenlage. Adaptives Fahrwerk hier drin? Also du hast ein Fahrwerk drin, wo du komfortabel oder eben sehr sportlich stellen kannst, was ja wichtig ist. Dementsprechend, wie du auch sagst, die Auspuffanlage, die auf einer langen Autobahnfahrt eben nicht dröhnen soll. Mach dir mal gerade die Tür auf, dann sieht man auch schön, wie die Griffe rausfahren. Bitte nochmal, das muss ich mal sehen. Muss ich ihn einmal kurz schließen, dann fahren die rein. Das ist auch nochmal für den besseren CW-Wert hinzubekommen. Die fahren dann raus und in dem Moment, ich laufe einmal ganz kurz durchs Bild. Ja. Wow. Das Leder, das muss noch mal kurz hier bleiben. Also es hat ein Bose Soundsystem eingebaut, aber
in weiß habe ich gar nicht gesehen. Steht dem Auto auch sehr gut. Ja, also auch hier ist dieser Grünstich drin in dem Leder. Das ist kein beiges, weißes Leder. Das ist natürlich optimal zur Außenfarbe passend. Deswegen haben wir es auch gewählt. Auch hier oben nochmal der Faden in dieser gleichen Farbe. Achso, das kannst du alles wählen. Genau, schwarz. Einzeln. Kannst du alles einzeln wählen. Du könntest jetzt auch hier einen ganz anderen Faden reinmachen. Wir sind immer noch eine Manufaktur. Ne? Also Wer ist denn bei euch im Hause zuständig für die Bestellung der Fahrzeuge? Wer sagt denn die Autos, die ihr hier lagermäßig habt, wie die auszusehen haben? Bist du das? Nee, also mitunter auch, aber man kann sagen, zu 95% macht das immer noch unser Chef, der Alexander Lang. Ne? Der konfiguriert die Fahrzeuge. Man sieht auch, wenn man so ein bisschen nach vorne guckt, viele machen es ja nicht, aber wir haben auch einen ganz farbenfrohen Chef, der auch offen ist, mal solche Farben hinzustellen, weil nur dann können wir sie auch aktiv verkaufen, wenn der Kunde das wirklich mal am Produkt sieht und nicht auf so einer kleinen Farbtafel. Ne? Super, wir steigen mal ein. Du gehst mal bitte auf die Fahrerseite. Ich zeige noch mal kurz die Einstiegsleiste. Ich hoffe, man kann es gut sehen. 911 Carrera S. Hier ist für einen Supersportwagen schon mal eine tolle Veränderung. Warte, ich komm mal kurz zu dir, man kann dich nicht hören. Warte, sag's. Ich sag, hier hast du schon mal die Veränderung. Du hast einen Supersportwagen und hättest eine Möglichkeit, 4 Leute mitzunehmen. Ne? Das ist 2 vollwertige Sitzplätze hinten. Und die dürfen nicht zu groß sein. Für Große wird es natürlich ein bisschen eng. Da ist die Beinfreiheit nicht mehr so gegeben, aber überhaupt eine Möglichkeit, hier hinter dir noch 2 Sitzbänke zu haben. Ich wüsste keinen Supersportwagen, der das hat außer uns. Ja, plus hier vorne noch ein großes Ablagefach. Das heißt, wenn ich das haben möchte, dafür hat er keinen Heckkofferraum, denn da ist ja der Motor im Vergleich zum Boxster. Ganz genau. So ist es. Was mir auch aufgefallen ist, ist hier so eine Art, das sieht so aus wie so ein Samsonite-Koffer, der Rücken hier. Ja, also passend, sage ich mal, wird es auch wirklich diesen Koffer geben, für vorne reinzulegen. Echt? Ja, wenn du jetzt sagst, Mensch, das mag ich nicht, ich hätte ihn lieber beledert, also auch sowas ist möglich, eine Sitzrückenlehne zu beledern. Also wir fanden das jetzt ganz toll, weil der Farbton wiederum hier in den Griffen aufgenommen wird, in den Zierleisten, auch die uns vorne begleitet, dass er absolut stimmig hier steht. Ne? Okay. Ja, wenn man eine Stufe weitergehen möchte, es gibt sogar eine Porsche Manufaktur. Da geht dann noch mehr. Ja. Also nicht nur Farbe von Rücken und so weiter, sondern die können dann, keine Ahnung, die nehmen das Auto nochmal auseinander und bauen es nochmal um. Ja, also in der Tat, früher war es so, genau wie du sagst, da ist nach Fertigungsprozess meines Fahrzeugs oder dem Kunden seines Fahrzeuges, ist es rausgenommen worden und dann wurde das eben eingesetzt, was der Kunde in der Manufaktur gewünscht hat. Mittlerweile, aufgrund der etwas höheren Stückzahl, hat natürlich Porsche diesen Fertigungsprozess in die Serienproduktion gelegt. Das heißt, das wusste ich gar nicht, weil das letzte Video, was ich gemacht habe, da hieß es noch, das war vor 3 Jahren, oder ja, da haben die noch rausgeholt. Das kann sein. Also mittlerweile wird das Auto nicht mehr danach auseinandergebaut, sondern die Teile aus der Porsche Manufaktur kommen ans Band ran und werden dementsprechend mit eingesetzt. Das sind jetzt mal so Sachen wie hier zum Beispiel, dass du sagst, dass hier, was jetzt ein Kunststoff ist, das hättest du gerne beledert. Auch nochmal. Das geht. Natürlich, du kannst das hier beledern und auch wie hier oben den Faden bestimmen. Wenn du jetzt sagst, du hättest hier unten gerne einen roten Faden, nur mal als Beispiel, wird es gemacht werden. Man kann die Seite hier beledern lassen. Auch hier ist nochmal ein Kunststoffteil, das hier ist ein Lederteil. Wer jetzt sagt, das stört mich, ich hätte das hier gerne mit Faden, kann man es machen. Man kann die Lüftungsdüsen, die Schalter von der Lüftungsdüse kann man beledern lassen. Beledern? Ja, wir können hier oben drauf die Lüftungsaustritte beledern lassen, auch in der Mittelkonsole. Also du kannst ganz, ganz individuell, wie du das gerne hättest, kannst du dir nach wie vor dein Auto wie früher zusammenstellen, ins Detail genau. Und heute natürlich, viele bauen im Baukastensystem, das heißt also, man sagt, man holt das Paket so und so, dann wird es vielleicht etwas günstiger aufgrund der Serienproduktion, das macht Porsche nicht, das ist immer noch alles bei uns individuell. Also von der Farbe übers Leder, du sagst... Mein Auto. Dein Auto. Du sagst das Auto, du holst dir den Motor dazu und ab dann gestaltest du dir das Auto. Deswegen haben wir auch hier nicht zweimal nur annähernd das gleiche Auto stehen, auch wenn es ein Coupé ist. Und hier steht nochmal ein Coupé, aber es ist ein ganz, ganz anderes Auto. Schlüssel gibt es nicht mehr. Schlüssel gibt es nicht mehr. Es gibt natürlich noch einen Schlüssel. Können wir mal kurz noch drauf. Nee, das war Spaß. Ja, also der hat aber keine den, Funktion mehr zum Einstecken, oder? Nee, das nicht mehr. Genau, das ist das, was du meinst. Also wir können hier nach wie vor zumachen. So, wenn man gerade in die Kamera hältst, dann zeigen wir mal gerade die Tasten. Der hat diverse Tasten. Auf- und zumachen geht vorne auf. Das war's. Genau. Kofferraum vorne, auf, zu. Von der Seite her die Silhouette von Porsche. Hier sogar schon in dem Konzept damals Mission E, was jetzt unser Taycan hier vorne ist. Und ja, wenn du den auch nicht mehr haben magst, also dass du ihn in die Hand nehmen musst, dann gibt es immer noch das Keyless-System. Dann brauchst du den
zwar am Manne, aber nicht mehr in der Hand fürs Auto zu öffnen. Haben jetzt einige, da gibt es mittlerweile ein sicheres System, aber da gab es so findige Leute, die haben das dann überbrückt. Das heißt, man kann es jetzt auch bestellen, ohne dass man es öffnen kann mit dem Auto. Das heißt, also ich muss noch eine Taste drücken, aber das macht es ein bisschen sicherer, oder? Ja, wobei ich der Meinung bin, der, wo dein Auto klauen möchte, Laut See. der braucht gar keinen Schlüssel. Ob der das System hat oder das System hat, das sind Freaks, Profis, da hupt der vielleicht einmal kurz, das kriegt kein Mensch mit. Also Wer weiß, da wollen wir jetzt nicht groß drüber reden. Aber wenn ich das nicht haben möchte, das geht. Genau. Wenn man es nicht haben will, man kann Keyless nutzen. Da soll man nicht an den Diebstahl denken, weil ich glaube, der persönliche Nutzen und Faktor, so ein Keyless-System zu haben, ohne jedes Mal den Schlüssel in die Hand nehmen zu müssen, ist viel, viel größer, anstatt dass man Angst hat, dass sein Auto gestohlen wird. Außerdem habe ich gehört, dass ganz andere Fahrzeugtypen darunter leiden. Also gerade englische Fahrzeuge, die unglaublich gern in Russland fahren oder im Ostblock. Genau. Das, was ich gehört habe. Also da ist weniger, glaube ich, ein Porsche 911 von betroffen. Also irgendwas scheinen wir zu haben, wo die Kunden sagen, oder was heißt die Kunden, wo die Gangster sagen, den will keiner haben. Die Diebstähler, die Diebe sagen, irgendwas hat er wohl. Also da sind wir von der Statistik her ganz gut unterwegs. Also es werden relativ wenig 911 gestohlen im Vergleich zu großen SUVs, sage ich jetzt mal. Genau. Das ist, glaube ich, im Kernfokus. Aber wie gesagt, lass uns nicht drüber reden. Sportsitze, die sind schon unglaublich tief. Das heißt, gibt es da Tricks beim Einsteigen? Die Sitzposition, lass dich reinfallen, die Sitzposition ist halt tief, ja, natürlich. Ich zeig das mal. Also das ist der Boden und mein Gott, ich bin 51. Du bist uns, wie alt bist du? Ich bin 34, also 35 jetzt bald. Ja, da geht das noch. Komm, ich steig mal ein. Ich bin ja nicht so. Ich bin drin. Es ist echt wie ein Handschuh beim Einsteigen. Aber wenn man mal drin ist, das heißt, du wirst definitiv eins mit der Straße. Genau, also ich muss mal meinen Sitz runterfahren. Hier hat jemand sehr Kleines drin gesessen. Das ist ja wichtig, die Sitzposition. Ne? Die Sitzposition ist das A und O. Auch vom Fahrgefühl her ist das super wichtig. Aber wie du gerade sagst, wenn du drin sitzt, die Sitze sind super angenehm und das ist auch dieses Phänomen, ne? Dass wir wirklich noch viele Kilometer heute fahren könnten und dennoch tiefenentspannt ankommen. Ich mache mal gerade so ein bisschen Zündung, haben wir unser System hier an. Ja, was direkt auffällt, ich habe nur noch ein analoges Instrument. Was heißt analog? Ja. Alles digital, aber mit analogen Zeigern. Der Rest ist digital, aber so gut integriert, dass der, ich sag mal, Porsche-Liebhaber sagt, hey, das ist schon gut gemacht, oder? Die sehen aus wie gedruckt, Ja, das ist ganz wichtig. Also heute müssen immer mehr, man sieht schon jetzt gerade beim Start, die gehen nachher aus, aber es müssen ganz viele Informationen heutzutage an den Fahrer kommen, weil immer mehr Assistenzsysteme reinkommen, Bremsassistent, Nachtsichtassistent, das hat das Auto hier alles, Spurhalteassistent, es wird immer mehr, was angezeigt werden muss und da kommst du nicht mehr drum rum. Was ich schön finde, ist, dass Porsche gesagt hat, wir lassen Tradition und Innovation, traditionell lassen wir unseren Drehzahlmesser. Das heißt also, das ist nicht wie bei vielen anderen auch hier so ein digital dargestelltes Teil, weil der bewegt sich ja teilweise sehr schnell. Was ich schön finde, dass dieser analog geblieben ist. Das ist wie die Uhr hier, mit der kann ich ja... Genau. Der hat auch dieses System, dass ich gleichzeitig auf Bremse und Gas stehen kann beim Anfahren. Richtig, unsere Launch Control. Genau, der Raketenstart. Genau, das ist eigentlich das Thema, da merkt man erst, was macht das Auto. Ne? Egal wie du beschleunigst, eine Launch Control ist nochmal ganz anders. Mit dem Sport Chrono Paket hat man diese Funktion bei Porsche. Ja, ich habe das leider erst erfahren, glaube ich, ein Jahr nachdem ich den 11er hatte und habe es da mal ausprobiert. Allerdings hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass nach Beendigung der Funktion die Reifen etwas kleiner waren. Das nimmt dann natürlich mit sich, ja. Der irgendwoher muss die Traktion kommen. Gegen die Schmitzkasse. Das heißt, der beschleunigt knapp über 4, oder? Knapp unter 4. Knapp unter 4. Knapp unter 4 3,9, oder? Genau. Bist du von 0 auf 100. Ja. Mit dem Turbo-Verbrenner. Mit Turbo-Verbrenner und natürlich in Verbindung mit der Launch Control. Ja. Okay, verstanden. Automatik, ja, das ist der Wahlhebel. Genau. Kriege ich den überhaupt noch mit Schalter? Im Moment nicht. Wir haben aktuell, man weiß nie, was Porsche noch entwickelt. Es kommen auch mit Sicherheit noch mal auch in dem Bereich 992 sportliche Sondermodelle, die ein Schaltgetriebe haben. Deswegen kann man sich denken, ist auch der Platz rechts und links hier ausgespart. Ja. Aber im Alltag natürlich super toll, jetzt auch angenehm zu fahren. Unsere 8-Gang-Automatik, was ich schön finde, mit einem sehr kompakten Hebel, der eigentlich nur noch per Druck zu sagen ist, fahren wir vorwärts, rückwärts.
Ist halt elektronisch geregelt, hat auch den Vorteil, dass wir, wenn wir die Zündung ausmachen, immer automatisch P haben. Also wir sparen uns Arbeit und Wege gegenüber dem Vorgängermodell zum Beispiel. Okay. Ja, früher habe ich ja immer in den Autos mal reingeguckt, wie der maximale Tacho begrenzt ist. 330 steht hier drauf. Ja. Wie schnell fährt er denn in echt? Also du kommst mit Sicherheit in dem S knapp über die 300. Ne? Die 330, die wird der hier jetzt nicht packen. Dafür gibt es dann unsere Geschosse wie Turbo S, der jetzt ja auch kommt, der im Start liegt mit 650 PS. Aber gut ist zu wissen, egal wie weit er auf dem Tacho kommt, das Auto ist gebaut dafür. Der macht nicht bei 250 Schluss. Der ist nicht abgeregelt. Der ist nicht abgeregelt, weil unsere Dämpfer, unsere Stabilisatoren, unser komplettes Management vom Auto kann viel, viel mehr wie 250. Das ist ja der Grund, warum viele bei 250 abgeregelt sind. Ja, es ist so, man spürt bei einem Porsche die Straße viel mehr als zum Beispiel beim 7er BMW, muss man ganz klar sagen. Das ist so, man fühlt es. Trotzdem braucht man keine Angst zu haben. Also wenn man Bodenwellen auf der Autobahn, die spürt man schon mal eher. Ja. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Also man muss lernen, eigentlich dem Auto zu vertrauen, so ein bisschen, dass der auf der Straße bleibt. Weil man lernt die Straße ein bisschen direkter kennen, kann man das sagen? Genau, also was heißt direkt erkennen? Also hier ist es sogar so, dass du dadurch, dass das Fahrzeug sehr, sehr gut liegt und fast eins, wenn nicht sogar eins mit der Straße, schwierig, fast eins mit der Straße ist, dass du auf die Geschwindigkeit achten musst, ne? Weil viele fahren schon ihre 200 und denken, es wären erst 140er. Also das Auto ist dadurch, dass alles ausgelegt ist dafür, ist es natürlich sehr, sehr sicher unterwegs. Ne? Und es gibt dann verschiedene Stabilitätssysteme, jetzt ein Assistenzsystem, ein Wettmode sozusagen, ein Wettermodus, der bei Regen einsetzt. Genau, ich drehe es mal nochmal gerade drauf. So, das ist der Wettmode, da gibt es verschiedene normale. Automatisch, habe ich gehört. Ist das da? Genau, also er konditioniert vor. Er sagt Vorsicht, nasse Fahrbahn, dann ist er aber auch schon wirklich sehr nass. Das sind Akustiksensoren, die vorne im Radlauf verbaut sind. Dann würde er dir eine Warnmeldung geben und dann kannst du sagen, okay, ich möchte auf den Wettmodus gehen. Und dann wird die Gasannahme dann viel, viel träger, halt, dass Aquaplaning verhindert wird. Dass das Auto halt auch auf der Straße bleibt. Das war ja früher mal so, Mitte der 80er, ich glaube, da musste man noch Auto fahren können, also um einen Porsche zu beherrschen. Ja, also natürlich, also auch was Kuppeln. Bis glaube ich sogar Mitte, Ende der 90er, dann kam ja PSM. Das hat ja vieles absolut verändert. PSM am Anfang verpönt, mittlerweile eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja. Ja, also man muss dabei sagen, natürlich, wie du sagst, die ganz alten Modelle, da war noch viel Arbeit angesagt, da hat dir nachher auch dein Bein wehgetan, ne, von lauter Kupplung treten unter Umständen, wenn du einen Schalter hattest. Aber heutzutage macht das Fahrspaß und man versucht natürlich, den Fahrer zu schützen, wo es nur geht. Und Aquaplaning ist immer noch ein Thema, das sollte man langsam machen. Wir haben halt gerade mit so breiten Reifen, das ist, muss man sagen. Das ist das Thema immer, ne? Was hat der hinten drauf, 300? Teilweise gehen wir auf 365 im 21er Bereich. Das heißt, der muss dann wirklich Wasser verdrängen. Ja, erst wenn man das Auto hochhebt, sieht man eigentlich, dass das wenn das reicht, solche Teile sind. Ne? Und natürlich soll der Golf, sage ich jetzt so übertrieben gesagt, mit seinen auch angenehm 17, 18 Zoll Felgen halt gibt's ja auch, ist ja vom selben Konzern, wir wollen jetzt nicht dissen, also gibt es ja auch mit breiteren Reifen, aber ich glaube, eine 370er auf dem Golf gibt es nicht. Nee, und das, was ich auch sagen will damit ist, man darf sich nicht irgendwo, das ist früher oft passiert, man muss wirklich denken, hey, es ist ein Supersportwagen, ich habe extrem breite Reifen drauf und muss eben langsam fahren, das wollte ich damit sagen. Ja, es gab einige Änderungen, unter anderem finde ich die Tasten sehr neat, sehr schön. Ja. Also das sind hier der Klappenauspuff, der mit drin ist, der auch schon nach der neuen Norm? Genau, natürlich, auch die neue Norm, die 2020er Norm hat er schon. Das heißt immer noch sehr angenehm vom Sound, immer noch laut, aber natürlich etwas leiser wie früher. Ne? Nicht mehr so brüllend, das heißt, ich kann hier ganz bequem auch vom Kindergarten vorfahren oder vom alten Wohnheim. Macht da auch keine bösen Blicke, ziehe ich auf mich. Ja. Entertainment, auch hier in der Mitte habe ich ein Display. Gut, jetzt muss ich sagen, mein Samsung Tablet hat auch ein super Display. Bei Porsche war das schon eine Revolution, als das rauskam, das neue Display, dass das so gestochen scharf und praktisch wie Papier wirkt. Genau, also wir haben etwas gewartet mit in diesem Bereich, zu sagen, wir gehen auf diese großen Displays. Im 992 ist es jetzt auch, früher war es ein Panamera Cayenne schon, aber dafür funktioniert es und ist wirklich, wie du gerade sagst, von der
Qualität einzigartig. Es geht schnell, es ist ein tolles Display, es ist ein HD-Display, also das Schöne ist, während der Fahrt entweder per Tasten zu bedienen oder wenn du halt stehst, kannst du sogar ran wegzoomen. Achso, das Touch wird abgeschaltet während der Fahrt? Nee, also es ist das, was du gerade als Sicherheit könnte der Beifahrer könnte es zum Beispiel auch machen. Dann. Genau. Beifahrer kann es machen. Dann habe ich hier SAT-Ansicht mit drin, sehr, sehr schick. Ist hier eine SIM-Karte verbaut im Auto? Ja. Inzwischen in all unseren Fahrzeugen. In allen Neuwagen ist eine SIM-Karte verbaut, die ist 2 Jahre lang automatisch für Dienste freigeschaltet, wie jetzt hier Google Earth, Online-Verkehrssituationen, du hast Möglichkeiten, Wetter, Nachrichten darüber zu schauen, also Informationen, du kannst Online-Suche machen, das heißt, wenn du nicht weißt, in welcher Straße liegt mein Hotel. Sondern ich muss auch keinen Vertrag machen. Ist das da mit drin? Hat Porsche das bezahlt schon? Oder? Also 2 Jahre lang ist es dabei. Okay. Ja. So, wir steigen mal aus. Dann müssen wir nämlich, gerade mal auf die Uhr geguckt, gleich bei 30 Minuten. Ich muss dazu sagen, ich habe beide Hände voll. Also wenn ich jetzt hier so stöhnend aussteige, dann hat das nicht den Grund, dass ich nicht anders aussteigen kann, aber ich halte links das Mikro und rechts die Kamera. Da ist er, der Porsche Carrera S, 3 Liter Hubraum, 450 PS mit 8-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Ja, das ohne, ich sag mal, Schlupf und ohne spürbaren Schaltruckler, das gibt's nicht mehr, gar nichts mehr. Und ja, wie er hier steht, für 151.669,60 Euro. Hier haben wir nochmal die CO2-Effizienzdaten mit dabei. Und wie gesagt, Sie können das Auto wirklich ganz bequem mit roundabout 9 bis 10 Litern fahren. Das sind die WLTP-Werte. Und was nimmt der denn gerne für ein Benzin? Was soll man hier tanken? Auch hier 95er, völlig ausreichend. 98er für Hochleistungsbetrieb, beziehungsweise 102 Oktan in dem Bereich. Aber das heißt, ab 95 kann ich einfüllen, was ich Alltag möchte. Ab 95, was gut für den Motor ist. Ne? Genau. So, hier ist er. Ja, und wenn Sie den haben möchten, ja, wieder mal die Frage, wenn ich den jetzt sehe, wir drehen heute am 6. April 2020, ist da noch was drin? Auch hier ist noch was drin. Also wir können immer drüber sprechen, natürlich. Anrufen, E-Mail schreiben. Im Moment aktuell leider nicht reinkommen. Unsere Räumlichkeiten sind aktuell leider für den Verkauf geschlossen. Wegen der Corona-Krise. Müssen wir, genau, der Gesetzgeber gibt es vor. Aber sobald, muss man auch dabei sagen, das vorüber ist und das wird vorüber sein bald oder es geht ja schon in die richtige Richtung, freuen wir uns natürlich nochmal auf unsere Kunden. Ja. So ist es ja. Ob jung, ob alt, der Traum eines jeden, hätte ich jetzt nicht gesagt, oder vieler Kids ist ein Porsche. Hier steht er jetzt hier. Ihr habt doch viele Gebrauchte. Ihr seid ein großes Porsche-Zentrum. Das bedeutet, es gibt 4 Kategorien. Ihr seid Kategorie die größte. 4, genau. Ja. Wir gehören zu den größeren. Ja. Was hat das für Vorteile für den Kunden? Ja, was hat es für Vorteile? Wir haben eine ziemlich hohe Auswahl an Fahrzeugen. Das ist Vorteil Nummer 1. Je größer ein Porsche-Zentrum, desto mehr Fahrzeuge bekommt ein Porsche-Zentrum. Natürlich profitiert ein Käufer auch davon, dass wir sagen können, wir haben dadurch, dass wir einen hohen Bestand aufbauen können und auch zur Verfügung haben für unsere Kunden, die Möglichkeit, das ein oder andere dort interessantere Angebot vielleicht darstellen zu können. Ne? Und ihr habt eine große Werkstatt, ihr habt viele Mitarbeiter in der Werkstatt, ganz viele Serviceplätze. Ihr habt in den letzten Jahren unglaublich erweitert, also rundherum habt ihr viele Gebäude mit dazugenommen. Der Vorteil ist, ihr könnt wahrscheinlich als großer Händler zum Thema, ich sag mal, Service, Kulanz, all diese Dinge, ihr habt ja viel mit Porsche zu tun. Der Verkaufsleiter von Porsche haben wir letztes Mal sogar interviewt, der kam extra ins Saarland zur Vorstellung des neuen Taycan. Genau. Das heißt, die mögen euch schon, oder? Ja, ist ja gut so, ja natürlich. So wie wir die mögen die uns, natürlich. Genau, wichtig als Kunde. Aber es ist schön, es ist immer noch eine Familie, ne? Auch wenn es sehr groß geworden ist. Und das muss man auch dabei sagen, wie du eben sagst, unsere Kunden, wir haben ja viele langjährige Kunden, die seit der ersten Minute dabei sind. Ne? Ja. Vielen Dank, der Porsche 911 in der Ausstattung. Was ist das für einer? Aventurin Grün S Coupé. S Coupé. Genau. Ja, Michael Theisen vom Porsche Zentrum Saarland. Wenn Sie Lust haben, rufen Sie ihn an. Einfach googeln. Michael Theisen. Danke. Tschüss, Michael. Ciao. In den jetzigen Zeiten bleibt gesund.